Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Die perfekte Starterbox für HeroQuest gibt's also doch, und ich meine damit gar nicht hier HeroQuest Game System, das Basisspiel, das ja 2022 neu aufgelegt worden ist, denn diese Box ist ja sehr umfangreich und für den Anfang vielleicht auch für den einen oder anderen etwas zu teuer, wenn man mit Brettspielen neu anfangen möchte vielleicht. Denn klar, man hat hier einiges an Material, man sieht schon eben den Bodenplan und die ganzen auch Kunststofffiguren, da ist einiges dabei, vielleicht auch eher ein Liebhaberspielsystem, aber durchaus etwas, das ja für neue Spieler interessant ist, vor allem da es ja eine Reihe von Erweiterungen mittlerweile gibt. Das Problem nur aufgrund dieses ganzen Inhalts und der Tatsache, dass hier so viele Kunststofffiguren auch dabei sind, für ein Brettspiel kostet dieses Spiel um die 100 Euro, also nur diese Basisbox hier alleine, das Basisspiel. Das könnte natürlich für den einen oder anderen zu viel sein, wenn man nur mal reinschauen möchte in solche Brettspiele oder auch vielleicht als Geschenk für jemanden, wo man sagt, der interessiert sich vielleicht für Fantasy, man möchte ihm ein Brettspiel kaufen, aber weiß jetzt gar nicht, ob diese Person dann wirklich daran interessiert ist. Und das ging jetzt komplett an mir vorbei, dass es hier eine neue Einsteigerbox gibt, die demnächst erscheinen wird, und da diese gerade vorbestellt werden kann. Ich habe es zum Beispiel hier auf Amazon auch gesehen. Hier bin ich jetzt zwar auf der Hasbro-Seite, aber eben bei Amazon habe ich es entdeckt zum Vorbestellen, und das hat mich sehr überrascht, das habe ich gar nicht mitbekommen, ist aber ein sehr schöner Einstieg für HeroQuest, meiner Meinung nach. Schaut euch das hier bitte mal an. Ihr habt hier einen Preis von 45 Euro. Die Box ist in der Vorbestellung, soll glaube ich im Februar 2025 oder hier im März steht es eh schon, für Anfang März 2025 erscheinen. Also ist noch ein bisschen hin bis dort, 2 Monate. Und dementsprechend vielleicht ganz gut geeignet zur Vorbestellung aktuell. Denn ihr seht auch hier, ihr bekommt schon eine ganze Menge. Die Box ist nur gut halb so teuer, weil ich glaube, die große Box hier, habe ich gesagt vorhin, 100 Euro. Kommt aber natürlich darauf an, wo sie kauft. Denn die Box selbst kostet, glaube ich, um die 130 Euro. Und bei dem einen oder anderen Händler könnt ihr die durchaus für um die 100 Euro finden. Also doch schon ein ganz schöner Preis. Und dann, wenn ihr euch das hier anschaut, im Vergleich zu den 130 Euro, hier die 45 Euro. Und dafür bekommt ihr eben alles, was hier zu sehen ist. Und das schaut eigentlich auch schon mal alles andere als verkehrt aus. Natürlich, klar, wir haben hier nur die 4 Helden als Kunststofffiguren plus den Drachen. Und alles andere sind dann Pappausstandsfiguren, aber für den Anfang ist das mehr als ausreichend, würde ich mal sagen. Also für jemanden, der mit HeroQuest anfangen möchte, einen Einstieg finden möchte oder eben vielleicht auch als Geschenk und wo die andere Box eben zu teuer war, meiner Meinung nach, wie ich vorhin schon sagte, ist das jetzt halt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit hier einzusteigen, und da bin ich jetzt tatsächlich auch selbst am Überlegen, ob ich mir das Ganze nicht auch mal ansehe, denn ich habe HeroQuest in der alten Version gespielt, hat die irgendwie selbst auch nie besessen, aber eben so keine Ahnung, Anfang, Mitte 2000er würde ich sagen, das erste Mal dann auch gespielt, ein paar Mal, und da bin ich jetzt aber wirklich am Überlegen, für diesen Preis dem Ganzen mal eine Chance zu geben und mir das Ganze anzuschauen. Wie schaut es jetzt bei euch so aus? Habt ihr das mitbekommen von dieser Box? Denn wie gesagt, bei mir ging das komplett unter, dass hier diese Box zu diesem Superpreis in der Vorbestellung ist, beziehungsweise überhaupt erscheint. Und was eben schön ist, man kann von hier, soweit ich das jetzt beurteilen würde, auch dann sehr gut erweitern, möglicherweise auch mit den anderen Sets direkt, den Erweiterungssets, die es gibt, oder eben, wenn man hier merkt, mit diesem Set HeroQuest, da kann man anfangen, möchte man weiterspielen, dass man sich dann eben
die große Basisbox im Anschluss holt, wo man möglicherweise neue Missionen dann auch bekommt oder eben hier auch komplett andere Missionen dann enthalten sind und dann eben auch seine Figuren von den Pappaufstellern hier dann vollständig upgradet zu den Kunststofffiguren. Finde ich eine sehr gelungene Einsteigerbox für den Einstieg in HeroQuest.